im Gehirn was aus, wie wenn man zum Beispiel Kokain nimmt. Ich habe, wenn wir den Aufzug benutzen hier, direkt einen Automaten da. Ich habe schon, schaut mal jetzt an den Unterschied, ne? Wie der Magen nach der vorhin und auch der Arm, das ist das, was ich meine. Ich liebe es einfach, Veränderungen am Körper zu sehen. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal, unserem Zweitkanal Big MTV und einer neuen Folge Day of Big Life. Folge 4 ist mittlerweile am Start. Es ist wieder soweit, ich nehme euch nicht nur ein, sondern knapp 1,5 Tage mit, denn wir reisen gleich in die Richtung von Baden-Baden, nehmen dort Menü-Lotto, Folge 2 auf für unseren Hauptkanal, also eine Food Challenge. Es wird wild, es wird richtig viel und vor allem Premium, Steak und Burger in einem wirklich bekannten Restaurant in der Nähe von Baden-Baden. Nox heißt das Ganze. Das Ganze könnt ihr natürlich wieder auf dem Hauptkanal abchecken, das Video. Danach geht's weiter nach Karlsruhe. Wir übernachten dort und danach nehmen wir noch ein Foodspot-Video in Karlsruhe auf, denn ich habe einfach mal Bock, in Karlsruhe was zu unternehmen. Da soll es auch viel geben und ich habe schon das eine oder andere rausgesucht und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch im Rahmen des Vlogs, im Rahmen der Videoserie Day of Big Life wieder mit. Die anderen Videos kommen ja separat dazu, aber heute Morgen angefangen, aufstehen, kalt duschen, Kaffeemaschine angemacht, I love it und dann natürlich den hier jetzt schon ausgetrunken, deswegen bin ich schon vielleicht etwas wibbeliger als üblich, aber natürlich, was darf auch nicht fehlen, gewogen habe ich mich nämlich wieder, knappe 76 Kilo war heute wieder am Start, das heißt, Leute, es wird wieder Zeit, ordentlich was zu essen und dafür, wisst ihr, ist der Kanal parat. Ich würde sagen, wir starten los. In die erste Trainingseinheit geht's jetzt und dann reisen wir schon in Richtung Baden-Baden. Wir sitzen schon im ICE, ihr seht's, wir reisen. Das Wetter ist richtig geil, ne? Boah, heute sollen es so 25 Grad werden, also schönste Tag im ganzen Jahr. Und dann noch eine schöne Reise nach Süddeutschland mit gutem Essen, was gibt's Besseres? Auf jeden Fall erste Trainingseinheit, die ist soweit durch. Gab ein bisschen Brust heute, ein bisschen Arme. Und ich sag mal so, auch der Körper hat nach dem Training definitiv gesagt, es wird Zeit für was essen. Das gibt's auf jeden Fall heute. Wie gesagt, jetzt erstmal 2,5 Stunden. Brauchen wir ungefähr bis nach Karlsruhe. Und dann reisen wir weiter. Ist tatsächlich Aachen nachher. Wie gesagt, ist Baden-Baden, wo es das Ganze nachher gibt. Anyways, ein kleines Dörfchen, auf jeden Fall mit einem geilen Restaurant. Da sehen wir uns spätestens wieder, aber ich denke mal, wir werden in Karlsruhe nochmal schauen, was uns da so einfällt. Und ich hoffe, dass alles pünktlich ist, denn ich habe jetzt schon einen riesen Hunger. Angekommen in Aachen, wie gesagt, sind jetzt hier, ja, ich würde sagen, irgendwo im Niemalsland. Also wirklich im Vergleich, ich sag mal, aus Düsseldorf, jetzt ist das hier ja, ein kleines Dorf, aber mit geilem Essen hoffentlich. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, die Zugfahrt unnormal geil. Also man gibt es ja oftmals, dass man über die Bahn meckert oder so, ne? Aber ich sage euch ganz ehrlich, mit dem ICE nicht eine Sekunde Verspätung gehabt. Ich bin genau pünktlich angekommen, hatte 10 Minuten Umsteigszeit, sonst hätte ich eine Stunde auf den nächsten Regio noch warten müssen, den sofort bekommen, in Regio reingesetzt, auch pünktlich, also jetzt eine halbe Stunde mal hingefahren. Und was soll ich euch sagen? Wird jetzt abgeholt vom Chef höchstpersönlich und dann wird es echt Zeit. Ich habe so einen Schmand, glaubt es mal. So Leute, vom Chef höchstpersönlich vom Nox abgeholt worden. Wie lange brauchen wir jetzt zu dir hin, zum Restaurant? 3 Minuten. 3 Minuten? Sieht da, sonst hätte ich eine halbe Stunde laufen müssen. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er uns abholen kann. Hast du Bock auf eine geile Aufnahme? 100%. Wir haben auch Bock, deswegen, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Nox. Da gibt es dann den Livestream, also checkt gerne, wie gesagt, Social Media ab und Nox sowieso, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung mal im Vlog hier. Und da seid ihr natürlich auch im Livestream dabei. Wie gesagt, das Video ist ja tatsächlich schon draußen, checkt die Challenge ab, aber wir fahren jetzt noch rein. Ich denke mal, im Vlog werde ich euch vielleicht wenigstens von der Location ein paar Insights noch geben. Wenn ihr aber das ganze Essen sehen wollt, dann empfehle ich euch das Video auf dem Hauptkanal. Wir haben jetzt eine geile Sache vor. Bis gleich. So Leute, wir sind da und ich bin sprachlos, ne? Das sieht hier aus, schaut euch das mal an. Quasi hier rein und dann hat man, ich sag mal, sowieso schon so eine richtig geile Atmosphäre, ne? Ich denke mal, da werden wir auch gleich aufnehmen, schön so ein bisschen vom Kamin und so. Aber wenn man auch, ich sag mal, sich hier umschaut, ne? Da oben geht es tatsächlich auch noch lang, eine richtig geile Bar. Und dann nehme ich euch jetzt hier mal, wie gesagt, das große Video, schaut das auf dem Hauptkanal, noch mal ein bisschen mit raus, ne? Weil selbst hier, Riesenterrasse, relativ neu. Ach, schaut mal hier, vom Innenraum geht man direkt raus, ne? Schön. Und wir haben fast über 20 Grad, also knappe 25 sogar. Eine riesen Terrasse. Und dann geht es noch weiter und dann ist man komplett draußen. Hier wird, wie gesagt, gerade noch, ich sag mal, sogar noch alles sauber gemacht, ne? Von der Chefin diesmal höchstpersönlich, also oberstes Haupt hier. Und wie gesagt, da hinten sogar noch ein Spielplatz für Kinder. Also kein Mist, ne? Unabhängig vom Essen, was auch unnormal gut sein soll, das machen wir wie gesagt jetzt, hat sich das jetzt schon gelohnt, denn ich habe schon gerade gesagt, also ich habe selten so ein Restaurant gesehen, was
vom Design her so geil, elegant, modern und dann so groß und vielfältig ist. Also ich habe schon gesagt, das ist so mehr als nur ein Restaurant. Das ist ein Treffaufenthalt, wo man, ich sag mal, den ganzen Tag verbringen kann, ne? Selbst mit dem Spielplatz und so. Also mit der Bar dazu. Ich denke mal, da gibt es auch für den einen oder anderen Abend was länger. Also hier haben wir jetzt eine geile Aufnahme und dann denke ich mal, ja, geht es danach weiter mit dem normalen Vlog. Mal schauen, wie viel es wird und wie es mir danach geht. Das werdet ihr sehen. So Leute, mittlerweile 19 Uhr. Die Challenge ist ja jetzt seit einer Stunde vorbei. Wir chillen aber jetzt noch eine Stunde hier. Schaut euch mal an. Ne? Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Laden hier. Es ist brechend voll. Die haben jetzt so vor 2 Stunden aufgemacht. Haben mich tatsächlich jetzt, ich sag mal, alles eingepackt. Eine halbe Stunde nach der Challenge ein bisschen Pause gemacht. Wie gesagt, checkt das Video gerne ab. Es war jetzt zu heftig heute. Also erstens hat es gut geschmeckt, aber es war wirklich krass. Und ja, chill jetzt noch ein bisschen hier. Ich bin gleich wieder zum Bahnhof gefahren. Bahn kommt aber jetzt, sage ich mal, in 20 Minuten. Das heißt, 5 Minuten noch hier ein bisschen chillen. Habe jetzt schon 2 Kaffee getrunken, ein Espresso. Also ich habe es definitiv gebraucht. Die erste halbe Stunde ging es mir, ich sag mal, gar nicht so gut, weil mein Magen echt viel verkraften musste. Aber jetzt so langsam mit, wie gesagt, 2 Kaffee und ein Espresso, ein bisschen Wasser geht es tatsächlich. Und es wird immer voller hier. Und ja, dann fahren wir gleich nach Karlsruhe rüber. Mal schauen, was uns da heute noch erwartet. Geht definitiv gleich noch zum Sport oder heute Abend nochmal. Und dann, ja, mal schauen, was der Abend noch so bringt. Ich denke, so langsam merke ich auch den Durst und alles, ne? Und ja, dann schauen wir mal, wie gesagt, wie es heute noch so wird, wie es morgen wird. Ich befürchte, morgen die Auswirkungen werden krass werden vom Salz und so, weil es wirklich viel Fleisch war. Knapp 200 Kilo Fleisch ohne Beilagen. Also es war jetzt nur das Fleisch gewesen. Ihr könnt aber gerne schauen, was da noch alles dazu kam. Aber wie gesagt, also es ist ein tolles Restaurant, tolle Location. Ich komme gerne wieder. Noch ein bisschen chillen jetzt hier und dann fahren wir nach Karlsruhe rüber und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt eingecheckt und sind jetzt im Hotel angekommen. Wir sind im Premier Inn, direkt am Wasserturm in Karlsruhe heißt es. Sind jetzt so 10 Minuten zu Fuß von Karlsruhe gegangen. Jetzt hatte die Bahn natürlich mal etwas Verspätung, aber ich sage euch ehrlich, ich sag mal, bei der Hinfahrt ist was anderes, wenn man Termine auch einhalten will und einen Zeitplan. Aber jetzt, come on, der Abend ist, sage ich mal, eh gelaufen. Jetzt geht es gleich nur noch zum Sport und nochmal was zu trinken suchen. Aber ich habe schon was gefunden. Erinnert ihr euch an das letzte Video, wo wir nachts um 3:30 die schlimmste Nacht meines Lebens zum Bahnhof gehen mussten und was zu trinken holen und so? Ich glaube, das war, wenn ich jetzt überlege, so unter den Umständen und klar gab es mal schlimmere Nächte, wenn man Fieber hat oder so. Aber ich glaube, die schlimmste Nacht vom Schlafen, die ich hier hatte. Ne? Ich habe, wenn wir den Aufzug benutzen hier, direkt einen Automaten da. Ich habe schon geguckt, da sind 10 Flaschen Wasserflaschen, die kosten auch, egal, scheiß 2,50 €. Aber die Nacht wird definitiv nicht so, was das Trinken angeht, wie jetzt letztes Mal, weil ich merke jetzt schon den Durst langsam. Ich habe gar nicht mehr so viel. Werde vielleicht gleich trotzdem mal gucken, dass ich noch irgendwo ein Rewe oder sowas finde, ein Aldi, wo man, ich sag mal, sich noch was zu trinken holen kann, eine Cola oder so. Aber naja, also dafür ist definitiv, falls die Nacht wieder so wird wie letztes Mal, vom Durst her und einen Automaten. Aber ich würde sagen, wir machen die kleine Roomtour. Ist nicht so groß wie letztes Mal, ne, muss man schon sagen. Aber was ich immer ganz geil finde mittlerweile, da achte ich eigentlich relativ viel vor, ist wirklich so ein richtig, richtig schönes Badezimmer mit Regendusche. Ich werde auch jetzt gleich nochmal kalt duschen gehen, definitiv, weil ich glaube, mich nochmal so ein kleiner Wachmacher so ganz gut tut. Bett ist auch okay. Wie gesagt, selbst Klimaanlage ist mit dabei. Habe ich direkt schon mal was kühler eingestellt, ne? Fenster mal aufgemacht und ja, klein, aber fein, reicht für eine Nacht und dementsprechend gehe ich jetzt duschen, mache mich frisch, denn ich brauche jetzt echt mal diesen Wachmacher, auch mal andere Sachen aus der Jeans raus, dann ziehen wir uns Trainingsklamotten an und dann geht es in die zweite Sporteinheit. Aber was ich euch auch noch mal zeigen kann, heute Morgen gesehen, ne, als wir uns gewogen haben und ich euch ja das Form-Update auch gezeigt habe beim Training, schaut mal jetzt an den Unterschied, ne? Wie der Magen nach der vorhin und auch der Arm, das ist das, was ich meine. Ich liebe es einfach, Veränderungen am Körper zu sehen und ich sag mal Grenzen und so, ne? Wie gesagt, das ganze Essen, Pump, kommt jetzt so richtig rein. Ich merke richtig, wie so auch die Adern am Bauch, alles rauskommen, ne? Das Blut angeregt wird, der Magen voll ist, ne? Also wie gesagt, kann ich wieder immer nur sagen, wenn viele meinen, ich kotze das aus. Nein, es ist einfach alles drin, ne? Es ist spannend und so, aber wie gesagt, ich finde das immer faszinierend, wie das, ich sag mal, der Körper auf sowas reagiert und es sieht auch immer, ja, einfach krass aus, finde ich. Das ist mir nur gerade hier direkt aufgefallen und ja, ich mache mich jetzt fertig, duschen, Kaffee habe ich ja schon vor einer Stunde, anderthalb getrunken, der wirkt auf jeden Fall, aber ich sag mal, so ein kleiner Wachmacher jetzt, Sportsachen an und dann suche ich das nächste McFit und dann geht es in die zweite Sporteinheit und dann ist der Tag auch schon fast geschafft. Kein Mist, ne, was ich euch nur sagen wollte, bevor ich jetzt zum Sport gehe, dieses Duschen, ne, vor allem eiskalt, vielleicht nicht zweimal am Tag, wobei jetzt bei der Wärme geht es auch, aber versucht es wirklich mal morgens, wenn ihr aufsteht. Ich mache das ja wirklich jetzt regelmäßig, einfach unter die kalte Dusche oder wenn ihr, ich sag mal, wie ich jetzt gerade so am Abend, Nachmittag,
so richtig fertig seid, aber vielleicht noch was machen, unternehmen wolltet, nehmt vielleicht einen schönen Kaffee, Koffein, Espresso oder wenn ihr das gar nicht trinkt, wirklich mal die eiskalte Dusche zu nutzen. Jetzt hier einfach diese typische, ich sag mal, Regendusche, richtig cool, einfach aufdrehen, komplett kalt, fühlt erst gar nicht, komplett kalt auf, voll aufdrehen, drunter. Die ersten 10 Sekunden, ja, es ist wild. Je nachdem manchmal, ich habe auch schon unnormal kalte erlebt, das hier ging tatsächlich, war aber trotzdem natürlich kalt. Und danach, es ist einfach wie so, es ist ein komplett anderes Leben danach. Man fühlt sich so krass, das gibt, ich sag mal, deswegen mich interessiert sowas ja auch immer, das löst tatsächlich im Gehirn was aus, wie wenn man zum Beispiel Kokain nimmt, gibt Studien drüber, ne, ich will jetzt nicht sagen, ich nehme Kokain oder so, ich nehme keine Drogen. Ich wollte nur sagen, halt dieser Effekt, das ist tatsächlich nicht nur, ich sag mal, Placebo, sondern ist tatsächlich nachgewiesen, das wirkt und ich fühle mich unnormal fit. Also als ob ich jetzt gerade, ich sag mal, wirklich 6, 7 Stunden die Nacht geschlafen habe, wach bin und als ob nie was gewesen wäre. Ich wollte euch das nur mal sagen und was ich sag mal, letztes Mal auch noch dran gedacht habe, diesmal habe ich mir Oropax mitgenommen und ich habe tatsächlich auch meine Schlafmaske mit dabei, also die habe ich tatsächlich letztes Mal vermisst, ne, wo ich sag mal, die schlimmste Nacht meines Lebens hatte. Ich habe jetzt mal gerade geschaut, das nächste McFit ist 20 Kilometer weg, also das ist doch ein bisschen weit auch fürs Laufen. Es gibt noch ein FitX, das ist jetzt 3,6 Kilometer weg, also normalerweise laufe ich auch mal 3 Kilometer, deswegen geht es noch, also ist aber trotzdem ein bisschen lange. Da werde ich aber jetzt trotzdem hinlaufen, also beides mal, dann laufen wir heute über 7 Kilometer und ja, hoffe, dass ich da mal in Anführungsstrichen Probetraining machen kann, für alle, die das so ein bisschen kennen. Und ja, deswegen, also auf geht's zu FitX jetzt, bin ich laut dem hier so um 21:45 Uhr da, werde ein bisschen weniger brauchen, aber naja, ich mache mich jetzt auf zum Sport. Werde hoffentlich vielleicht unterwegs noch was zu trinken, suchen, brauchen auf jeden Fall, aber hoffentlich was finden und mitnehmen zum Rückweg spätestens. Und dann, ja, vielleicht zeige ich euch noch ein paar Eindrücke vom Training, spätestens danach hören wir uns mal kurz wieder. War dann doch jetzt etwas länger als gedacht, waren 4 Kilometer. Denn ich bin tatsächlich erst zum McFit gelaufen, weil ich das im Navi eingegeben hatte, also im GPS vom Handy. Und da musste ich nochmal außen rum zu Rewe laufen, waren nochmal 500 Meter mehr, also jetzt 4 Kilometer, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ich jetzt hier bin, ist tatsächlich mit Getränkeladen, das heißt, hier gibt es richtig viel Auswahl. Und schaut mal hier, habe ich mir gerade schon eine Flasche genommen. Die 0,5 Cola Zero koffeinfrei, sogar gekühlt, habe ich mir direkt eine mitgenommen. Dann noch eine Gerolsteiner Wasser 1,5 fürs Training und ich habe mir noch mal 2 von den 1,5 Liter Flaschen von den normalen großen Cola Zero koffeinfrei mitgenommen. Das heißt, also ich habe jetzt 6 Liter Cola für die Nacht. Ich hoffe, das reicht. Dürfte reichen, ansonsten, wie gesagt, würde der Automat noch Hilfe, aber ich glaube 6 Liter müsste ich für die Nacht gut durchkommen. Oh, ich sehe gerade noch eine Fanta Zero, Sugar Lemon, die könnte jetzt auch geil sein, aber die ist tatsächlich nicht kalt, deswegen habe ich mir jetzt die Cola 0,5 mitgenommen, weil die noch kalt war und das Gerolsteiner nicht, aber wie gesagt, jetzt geht's raus, die machen jetzt auch zu, schon knapp vor 22 Uhr und dann geht's zum Sport. Oh, Leute, es ist eine richtig schöne Sommernacht, ne, und die Cola, boah, den gönnen wir jetzt. Ich habe so einen Brand, also es fängt jetzt wirklich an langsam ernst zu werden, was das Trinken angeht und Halleluja, habe ich einen Durst. Oh, ihr wisst gar nicht, wie gut das tut. Ist tatsächlich jetzt auch die erste Cola gewesen heute. Ansonsten bisher nur Wasser. Aber, was ich euch auch noch zeigen wollte, die haben so eine Aktion und ich bin vorhin, deswegen liebe ich es mal in Anführungsstrichen auch durch die Städte zu reisen, man sieht viel und auch dieses abendliche Laufen, ne? Ich habe das ja auch in New York gemacht, jeden Abend laufen gegangen, fast immer eine andere Route und solche Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe, dadurch, dass ich dann auch am Abend immer so 5 bis 10 Kilometer in New York gelaufen bin, habe ich unnormal viel gesehen, jetzt auch hier die 4 Kilometer, also Karlsruhe hat mich bis jetzt, der stand echt beeindruckt, auch wo ich jetzt hier stehe, das ist so, also relativ neu alles, auf jeden Fall hatten die gerade eine Aktion bei Rewe, da wo ich war in Karlsruhe und das ist, also man konnte so ein Glas mitnehmen, ne? Da steht dann drauf, deine Stadt, dein Bier, ne? Also ist wie gesagt von Rewe, ist dann Höpfner. Und dann steht das, ist das von Schloss Gottesaue. Und da bin ich vorhin vorbeigelaufen, so ein riesen Schloss war das. Und das, ja, habe ich jetzt als Erinnerungsstück mit. Wieso kann man einfach mitnehmen, weil 2 Jungs haben vor mir schon gefragt. Richtig schönes Motiv für, also das ist das ganze Schloss hier. Da bin ich, wie gesagt, vorhin sogar vorbeigelaufen und habe schon gedacht, ey geil, das zeige ich euch vielleicht noch gleich oder morgen. Und jetzt habe ich da noch ein kleines Andenken dabei, finde ich cool. Also, der Trip hat sich egal wie jetzt schon gelohnt. Ich trinke die Cola jetzt hier noch leer. Wie gesagt, es ist eine richtig schöne Sommernacht. Und dann geht es auch rein zu FitX. Wie gesagt, ich bin direkt daneben und ab ins Training. So Leute, ich bin gerade tatsächlich jetzt so auf dem Rückweg am Laufen. Und da wollte ich euch einfach mal, ich sag mal, das, was ich gerade schon einen Eindruck hatte, hier so ein bisschen zeigen. Auch, ich sag mal, wenn ich gerade am Laufen bin, ein bisschen außer Atem. Guck mal hier, es ist so ein richtig schöner Frühsommerabend. Und Karlsruhe, ich muss sagen, hat echt was zu bieten, ne? Da drüben noch eine Diskothek. Hier, ich glaube, so ein richtig, richtig schöner Italiener auf jeden Fall. Die Leute sitzen noch draußen, also es ist wirklich traumhaft, ne? Also man sieht wirklich richtig, richtig viel, wenn man rumkommt. Und deswegen nehme ich euch mittlerweile auch, ich sag mal, mit bei den Vlogs oder so. Weil ich denke mal, da kann man echt viel sehen. Für alle, die vielleicht nicht so rumkommen. Aber schon geil, ne? Vor allem jetzt auch, wenn der Sommer oder sowas wieder anfängt. Dann macht das alles doppelt und dreifach Spaß. Wie gesagt, es ist so schön.
Klar, ich habe natürlich jetzt auch eine andere Thermogese als sonst, weil ich so viel gegessen habe und jetzt beim Sport war. Aber es macht schon Spaß, ne? Ich jogge jetzt noch zurück, wie gesagt, die 3,5, 3,7 Kilometer. So knapp 1,5 habe ich jetzt schon. Und dann ist auch Feierabend für heute. Geschafft, Leute, ihr seht, wir sind im Hotel. Hier ist tatsächlich auch noch gut was los, ne? Da ist sogar noch eine Bar, da wird noch ein bisschen ausgegeben. Bier gibt es natürlich nicht, ich habe genug zu trinken, aber ich schaue es mir trotzdem an mit euch. Aber ich glaube, wir machen morgen mal so einen kleinen Vlog hier, wie es hier so aussieht. Oh, der bestellt auf jeden Fall ordentlich Bier. Auf jeden Fall ordentlich noch was vor. Naja. Lass dir schmecken. Hey, wunderschönen guten Abend. Lass dir schmecken, mein Lieber. Was machst du? Instagram oder Facebook? Nee, YouTube tatsächlich. Servus. Ich würde mal sagen, für so Muckis brauchst du Bier. Oder keins, danke dir. Schönen Abend noch, ne? Schönen Abend. Also Leute, seht das? Ja, witzig. Also wie gesagt, der Tag hatte echt viel zu bieten. Für mich geht es jetzt ab ins Hotel. Wir haben jetzt 11:45, also wir sind über 12 Stunden unterwegs, jetzt knappe 14 Stunden mit dem Sport, heute Morgen fast 15 schon. Da ist übrigens der Automat, was ich meinte, da ist wie gesagt genug zu trinken drin, aber ich habe wie gesagt jetzt genug dabei, schon noch 6, 7 Liter, Aufzug ist da. Ich schlafe jetzt gleich, oder nee, chill noch ein bisschen. Ich gehe tatsächlich, glaube ich, nur einmal kalt duschen, weil mir ist echt warm jetzt auch im Hotel. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wahrscheinlich in einem anderen Zustand. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich stehe jetzt hier im Kaffeeautomaten im Restaurant, natürlich zum Frühstück. Ich gibt es natürlich kein Frühstück, jetzt wird erstmal gefastet, aber ein richtig geiler Kaffee. Schau mal hier, ich glaube, das ist unser Platz für heute. Sieht richtig geil aus eigentlich, ne? Ich denke mal, das gehört eigentlich zur Bar, aber ich denke mal, da kann man auch ganz gut jetzt den Kaffee genießen. Wie war die Nacht? Ohne Witz, Leute, also relativ ohne Probleme. Klar, ich hatte natürlich Hitzewallungen teilweise, ne? Weil natürlich ich im Bett es manchmal zu warm war. Ohne Decke war es zu kalt, ich denke mal, das kennt ihr. Aber ansonsten muss ich euch ehrlicherweise sagen, im Vergleich jetzt zur Offenbach-Frankfurt-Saga, wo wir dann, ich sag mal, mit dem Pitz-Hefeteig die schlimmste Nacht meines Lebens haben. Ansonsten schaut euch gerne Day auf Big Life Folge 3 an. War das kein Vergleich, ne? Also ich war relativ lange noch wach, so bis wirklich 1, Viertel nach 1. Hab im Bett richtig geil gechillt. Schön noch was getrunken, also wirklich, ich sag mal jetzt gestern Abend noch so um die 5 bis 6 Liter allein noch im Hotel, habe 4 Flaschen leer gemacht und dann habe ich aber auch jetzt, ich sag mal wirklich so bis 9, also knappe 8 Stunden geschlafen, nicht ganze 8, war jetzt gerade schon kalt duschen und ihr hört es auch von der Stimme so, ne? Klar ist es ein bisschen anders und auch, ich sag mal, der Körper, Salz, ne, ist natürlich auch wieder alles da, die Auswirkungen. Aber ansonsten geht es mir wirklich relativ gut und das jetzt schon ohne Kaffee. Jetzt gibt es natürlich kein Essen, sondern wir machen gleich 1, 2 Foodspots. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten hin. Ich habe jetzt schon 3 rausgesucht, da gibt es ja ein separates Video zu. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen Karlsruhe erkunden, mal schauen, was die Stadt noch so hat. Ich denke mal, wird ein ganz witziger Tag werden. Auf jeden Fall kein Vergleich, letztes Mal mit den Nackenschmerzen und so. Ich werde jetzt erstmal einen Kaffee genießen, dann schauen wir mal, wie der Tag so wird. Übrigens ist mir noch eingefallen, ne? Die Challenge ist meiner Meinung nach, falls ihr das Challenge-Video gesehen habt, das sind mir so die Gedanken, die nachgekommen, meiner Meinung nach nicht geschafft worden waren. Am Ende die Süßkartoffelpommes übrig geblieben sind. 2 Stunden, also ich glaube, wir haben noch keine 2 Stunden durchgegessen. Das ist definitiv ein neuer Rekord auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal bei dem Challenge-Video in die Kommentare schreiben oder auch hier, wie ihr das gesehen habt, ne, als ihr das Video gesehen habt. Aber ich sag euch ehrlich, so, mir ist das die Nacht eingefallen. Es ist tatsächlich am Ende die Süßkartoffelpommes gewesen und die haben mich jetzt, triggern mich natürlich ein bisschen. Aber es ist einfach nicht geschafft, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich einfach nicht sagen, ja, ist geschafft, aber ist eigentlich nicht geschafft. Also ja, das hat mich auch noch mal so ein bisschen die Nacht so ein bisschen, ich will nicht sagen beschäftigt, aber ist mir so eingefallen. Aber naja, ich werde jetzt meinen Kaffee genießen und schauen wir mal, was der Tag noch hier so bringt. Ausgecheckt haben wir und jetzt machen wir uns auf den Weg, Karlsruhe unsicher zu machen, beziehungsweise ein paar Foodstops abzuchecken. Wir sind jetzt hier, ich glaube, auf der Kaiserstraße. Ich glaube, das ist so die größte Meile, die es, glaube ich, hier so in Karlsruhe gibt, wenn ihr mal im Hintergrund seht, ne? Also da ist schon, ich sag mal, so ein Foodtruck-Stand. Wir haben auf der einen Seite ist Frittenwerk, Hans im Glück, ne? Also das ist dann quasi hier so. Auf der anderen Seite sehe ich schon, ist Katz, dann Hotpot haben wir und zum Beispiel auch noch Five Guys, ne? Also ihr seht, es ist riesig hier. Da ist noch Namu Haus, Barbecue and Hotpot. Selbst für einen Sonntag, muss man sagen, ist schon relativ viel los hier. Ich werde mich jetzt hier mal so ein bisschen umschauen. Klar, ich habe schon mal ein bisschen was geschaut, wo es was gibt. Aber ich würde sagen, hier und vielleicht noch den einen oder anderen Ort werden wir definitiv fündig. Also ich muss Stand jetzt sagen, Karlsruhe, ich bin echt begeistert. Eine schöne Mischung von viel Modernes, aber auch, ich sag mal, so alt ein bisschen, ne, wie das Schloss und sowas. Und jetzt hier diese, ich sag mal, Foodzone. Also ich denke mal, wir werden hier ordentlich was finden. Bisher macht Spaß, ne? Und das meine ich, ne? Das ist alles hier so eine Einkaufsstraße. Casala ist das Ganze. Ist übrigens jetzt neben direkt Cutting gewesen. Das haben wir in unserem Food-Video aufgenommen. Also das Video könnt ihr natürlich gerne abchecken. Aber also wirklich
toll hier, ne? Mit ein bisschen Musik dazu, ich liebe das sowieso. Einfach geil. Mittlerweile ist die Sonne wieder rausgekommen. Oh, schaut's hier, herrlich, ne? Wir waren gerade bei, könnt ihr das noch sehen? 60 Seconds to Napoli. Wollte ich unbedingt mal mitnehmen, weil wie gesagt, in Düsseldorf gibt es das Ganze nicht. Ende April macht das Ganze auf, also ich denke mal jetzt so ein paar Tage, nachdem ich das erste Mal hier war. Aber in Karlsruhe hat es dann doch gepasst. Ne? Also wie gesagt, das Food-Vlog-Video, das ist ja schon live, das könnt ihr euch gerne anschauen. Haben wir jetzt unseren 3. Standort mittlerweile schon durch. So viel zum Update. Ich denke mal, einen nehmen wir noch mit. Und dann geht es auch schon langsam nach Hause. Und dann nähern wir uns ja schon so langsam dem Ende von Day of Big Life Teil 4. Aber ich glaube, einen nehmen wir noch mit, bis der Zug kommt. Kriegen wir noch hin. Let's go. Damit kommen wir auch zum Abschluss des Vlogs Day of Big Life Teil 4. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee geholt von McCafé. Ne, brauche jetzt einen kleinen, aber ich brauche definitiv einen. Fahren jetzt 2,5 Stunden zurück nach Düsseldorf und dann bin ich auch tatsächlich froh, wenn ich wieder zu Hause bin, auch wenn mir Karlsruhe echt gut gefallen hat. Aber jetzt so langsam bin ich doch platt. Ich merke halt, ne, die Challenge von gestern, jetzt heute den ganzen Tag unterwegs und tatsächlich habe ich jetzt gerade, ich sag mal, vom Hotel die Sachen wieder abgeholt, die Koffer, die hatte ich ja da gelassen und dann auch, ich sag mal, die Winterjacke wieder drüber angezogen, weil ich jetzt so viel noch mit zu schleppen hatte und das Ganze mit dem Stress, vor allem jetzt mit dem Kaffee Maggie schon, also ich weiß jetzt nicht, Klima ist hier an, ob ich jetzt noch einen Pulli ausziehen soll oder nicht, nicht, dass wir noch krank werden und dann bei der nächsten Challenge nicht dabei sein können. Auf jeden Fall, kurzes Resümee, ich fand Karlsruhe richtig geil. Ich hoffe, euch hat auch quasi dieser Einblick wieder gefallen, ne, zwischen den Challenges, wie es mir geht, wie ich mich verhalte, was ich mache, ne, und auch gleichzeitig, ich sag mal, diese Vlogs, die wir, ich sag mal, jetzt so ausweiten, dass wir auch immer wieder neue Städte kennenlernen mit vielen verschiedenen Sachen. Wie gesagt, die Challenge ist schon live auf unserem Hauptkanal. Der Foodblog aus Karlsruhe ist auch schon live, also checkt das Ganze gerne ab. Würde mich natürlich jetzt auch für Day of Big Life Folge 4 über ein Like freuen, natürlich ein Abo auf beiden Kanälen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer kleinen Reise, vielleicht Aachen, vielleicht danach, mal schauen, kommt auf jeden Fall wieder einiges und dementsprechend liebe Grüße aus dem ICE, noch aus Karlsruhe. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.